Jo. Ich habe die Fotos mit meiner Leica gemacht und einem 35 mm und einem 50 mm Objektiv. Einfach weil es leichtes Gepäck ist, weil es nicht so auffällt und man einfach sich das um die Schulter hängt, rausgeht und losknipsen kann. Das erste Foto zeigt den Gabenzaun am Andréplatz. Man sieht am linken Bildrand auch, dass der Bolzplatz abgesperrt ist. Leute haben die Initiative ergriffen, um praktisch an diesem Zaun Spenden zu sammeln für Bedürftige, die es natürlich jetzt in dieser Zeit noch schwieriger haben als ohnehin schon. Und das finde ich ist ein sehr schöner und sozialer Move, der halt sonst nicht da ist. Was Neues und was ich sehr unterstützenswert finde. Das zweite Bild ist tatsächlich auch ein Spielplatz am Schlossteich in Chemnitz und der jetzt natürlich auch abgesperrt ist und ich fand, das sah so skurril aus. Der Spielplatz an sich ist nicht abgewickelt, da ist einfach nur um dieses Gerät eine Polizeiabsperrung drum gewickelt. Ich finde aber generell auch den Spielplatz schön, die Bildaufteilung mit der Rutsche hinten, man sieht die Esse noch, die ein Wahrzeichen der Stadt Chemnitz ist. Sehr sinnbildlich für die Situation gerade. Hier sind wir in die Brückenstraße, die zurzeit nicht so dicht befahren ist wie sonst. Ein spazierendes Rentnerpaar, sonst nichts, vor der ehemaligen SED-Zentrale. Ich finde, es ist so monumental und stark und groß, dass das dich als Mensch einfach kleiner macht. Weil es natürlich so gewaltig ist und das komplette Bild einnimmt, dass der Kontrast natürlich nochmal stärker ist von Mensch zu Gebäude. Von der Architektur her schon stark für die DDR-Architektur steht und auch das Chemnitzer Stadtbild stark prägt. Hier sieht man 2/3 der Formation Blond, eine Chemnitzer Band, die aus 2 Geschwistern besteht, die zusammen in einem Haushalt leben und einem zusätzlichen Bassisten. Und die wurden angefragt im Rahmen der ganzen Livestreams, die jetzt stattfinden, damit Bands weiterhin Konzerte spielen können und haben sich einfallen lassen, statt einfach nur zu zweit zu spielen, eine Bühne aus Pappe nachzubauen und mit sich als Pappfiguren das Ganze nachzuspielen. Sonst hätten wir wahrscheinlich nicht so viel Zeit gehabt, das Ganze zu basteln und anzufertigen. Und ich fand, es war eine sehr, sehr schöne Idee, mit der Situation umzugehen. Gerade bei so einer Reihe wie dieser, die repräsentativ für eine Zeit sein soll, geht es, finde ich, für mich auch darum, auch rein dokumentarische Bilder zu machen, die einfach widerspiegeln, was gerade passiert, wo jetzt die Bildaufteilung gar nicht so sehr im Fokus steht, sondern einfach das, was auf dem Bild passiert, wichtig ist. Hier sieht man den Club Zukunft in Chemnitz an der Leipziger Straße und natürlich sind nicht nur Bands betroffen, sondern auch Clubs, die jetzt einfach schließen müssen und wahrscheinlich über mehrere Monate kein Einkommen haben und praktisch mit dem Schriftzug Scheiß Corona ihren Unmut darüber Ausdruck verliehen haben. Bei dem Bild war mir auch wichtig, dass die Ampel auf Rot steht, um noch mehr den Stillstand, in dem sich momentane Kulturzentren und Clubs befinden, zu symbolisieren. Passend dazu auch das nächste Bild, das ist in dem Club Atomino entstanden, die relativ zeitnah nach dem Lockdown ein Live-Format namens Atomino TV gegründet haben, wo sie jeden Freitag und Samstag Diskussionsrunden abhalten, Bingo stattfindet oder auch Bands auftreten, aber auch DJs auflegen lassen, wie zum Beispiel TK von Don Kongs, ein Chemnitzer Produzent und DJ, den ich auch schon seit vielen Jahren kenne. Ich finde das eine ziemlich gute Initiative, um praktisch zu zeigen, dass nicht alles vorbei ist und es vorangeht und dass man halt einfach überlegt, was kann man trotzdem machen und sich halt jetzt nicht von Corona in die Schranken weisen lässt und alles stehen und fallen lässt und sagt, man kann ja jetzt nichts mehr machen. Nun kommen wir zu einem meiner Lieblingsmotive. Ich fand das einfach unfassbar beeindruckend, diese asphaltierte Fläche einfach leer zu sehen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr seltenes Bild, was man so schnell auch nicht wiederfinden wird. Und das zeigt aber auch die Tragweite der Pandemie und was das für Auswirkungen auf den Alltag hat. Und aber auch, wie sich hoffentlich die Natur ein Stück weit erholen kann. Ich finde, ein gutes Bild macht auch aus, dass es aufgeräumt ist. Und dadurch ist es nicht nur akustisch, sondern auch visuell leise. Ein weiterer positiver Nebeneffekt von leeren Straßen ist zusätzlicher Spielraum. Das Foto ist entstanden, als ich eigentlich schon alle Motive hatte und wieder nach Hause gelaufen bin
und praktisch die Kids dort habe auf der Straße spielen sehen, die wahrscheinlich sonst auch nicht auf der Straße spielen könnten, einfach weil dort Autos fahren. Jetzt aber ein neuer Platz sozusagen geschaffen wurde und die den so für sich genutzt haben. Allgemein ist Chemnitz trotzdem eine Stadt, die einen höheren Leerstand hat, mehr freie Flächen als vielleicht andere deutsche Städte und deswegen natürlich auch für kreative Leute besonders ansprechend ist, weil aus freiem Raum kann man Neues schaffen. Vermutlich ist es auch einer der Gründe, warum ich immer noch hier bin, weil man in dieser Stadt noch viel machen und verändern kann, weil es einfach genügend Fläche gibt. Oh ja, das gefiel mir besonders. Das Bild zeigt noch nicht mal auf irgendeine dokumentarische Art und Weise, was gerade passiert. Das ist einfach die Wirkung, die es auf mich hat, spiegelt das Gefühl wider, was ich irgendwie habe, wenn ich durch die Stadt gehe. Ruhe, aber auch eine gewisse Leere und Beklemmtheit einfach. Ne? Da geht es gar nicht darum, dass die Parkplätze jetzt leer sind, aber die Farben spielen da eine große Rolle. Natürlich das Grau, oben der Himmel angerissen, alles sehr symmetrisch. Die gelben Boller oder Säulen oder wie auch immer man das nennen mag. Bei dem Bild war es eher das Gefühl, was es für mich erzeugt, was es so besonders macht. Finde ich einfach schön. Und ich kann aber auch jeden verstehen, der sich das Bild anguckt und sich denkt, was zur Hölle will er uns damit sagen? Ich verstehe es, aber ich finde es gut. Wir kommen beim letzten Motiv an. Als ich spazieren war, habe ich oft Leute auf Parkbänken gesehen, die in einem Sicherheitsabstand saßen und hatte aber nie meine Kamera mit. Als ich angefangen habe, die Reihe anzufertigen, bin ich wirklich tagelang rumgelaufen und habe einfach nach Leuten geguckt, die auf Parkbänken sitzen. Als ich diesen älteren Herrn da irgendwie allein auf der Bank habe sitzen sehen, in perfekter Symmetrie zu der Laterne, war das einfach, ich habe das gesehen und es war so, da ist es. Da ist die Person auf der Parkbank, die ich seit Tagen suche und habe mich von hinten angepirscht wie an ein Reh, 2, 3 Fotos gemacht, bin weitergezogen und war super glücklich und sehe das jetzt zum ersten Mal ausgedruckt vor mir und finde, dass es genauso wirkt, wie es wirken soll und bin einfach happy. Ich finde, das ist ein guter Abschluss der Reihe ist. Ich habe am ersten Tag, als ich losgezogen bin, habe ich eine ältere Frau auch am Entreeplatz auf der Parkbank sitzen sehen. Die hatte Mundschutz dran, Handschuhe an, hat sich so auf ihren Rollator gelehnt und hat einfach nur geguckt und bin zu der Frau hin, habe sie gefragt, ob sie fotografieren darf. Die hat gefragt, warum. Habe ich ihr das ganze Projekt erklärt und habe wirklich einen 1- bis 2-minütigen Monolog gehalten. Und am Ende sagte die Frau zu mir ganz nett und vermutlich lächelnd, ich kann es ja nur erahnen, meinte sie, ach nö, dann bitte nicht. Und dann habe ich mich sehr geärgert, weil es auch ein sehr gutes Motiv gewesen wäre und ich nicht so dreist sein wollte, um mich einfach vorzustellen und sie fotografieren. Und ja, umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich dann diesen älteren Herrn noch erwischt habe.